Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge hier von der Ausgrabung bei der Schatzsuche auf meinem Kanal Sondel die Waldfee. Mein Name ist Flo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seht vielleicht hinter mir, hier haben die ersten Baumaßnahmen begonnen. Hier vorne wird eine Straße angelegt schon, der Zuweg quasi zu diesem zukünftigen Baugebiet. Das heißt, wir sind hier ein bisschen in Eile. Ich werde mal gucken, ob ich vielleicht den Archäologen nachher noch für ein Statement ranbekomme. Jetzt seht ihr erstmal das kurze Intro. Wir legen gleich los mit dem Xpedeus 2 von abenteuer-schatzsuche.de. Schöne Grüße an dieser Stelle nochmal. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim ersten guten Fund. Springt ganz schön zwischen 53 und 83. Vielleicht liegen da auch zwei Sachen nebeneinander. Immer noch drin. Jetzt ist es so eine 62 ungefähr. Oh, ich glaube, es ist ein großes Eisenstück. Ja. Von einem Flug. Ach, darf ich jetzt wieder mitschleppen? Tolle Wurst. Sondengänge leben manchmal ganz schön gefährlich. Ein Messer. Ist doch gut. Einmal in die Geschirrspüler kann man es noch wieder gebrauchen. Dann hat bestimmt der Bauer mal verloren hier bei der Mittagspause, schätze ich mal. Aber Klinge noch intakt. Sehr gut. Tiefes 80er Signal. Immer noch genau mittig drin. Noch tiefer. Puh. Das ist ja schon sehr, sehr tief. Mal gucken, ob wir es jetzt raus haben. Ha, wir haben es. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, wo steckt's? Ist das? Ah. Oh. Ach, wieder nur so ein olles Blech. Ohne was drauf. Liegt hier unglaublich viel rum. Eine schöne 75 hier zwischen den schönen Blüten. Mal gucken, ob wir sie drin lassen können. Mal gucken, ob das schon reicht.
immer noch drin. Es klingt schon wieder prinzipiell nach was Großem. Okay, jetzt haben wir schon mal die Richtung. Weiter hier vorne an der Ecke. Ich glaube, ich sehe schon. Wieder ein Stück großes Aluminiumzeugs oder so. Mist. Beim Checken, ob der Fund draußen ist, habe ich schon gesehen. Es ist eine Münze. Und ich glaube, es ist eine Silbermünze. 6 Pfennig Brandenburg, würde ich sagen. Landmünz. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Schauen wir uns auf jeden Fall gleich im Studio an. Macht mir ein bisschen silbernen Eindruck. Hinten sieht man auch noch schöne Adel drauf. Leider so ein ganz klein bisschen zusammengefaltet, aber richtig tolle Münze. Spitze. So kann es weitergehen. Von 1694. Sehr gut. Meine Lieben, da haben wir ihn endlich, den ersten vernünftigen Fund nach reichlich Müll. Der erste Münzfund, es sind 6 Pfennig Brandenburg-Preußen von Friedrich III. 1694. Die Münze ist so noch in einem ganz guten Zustand. Leider hat sie, wie gesagt, einen Knick durch die Feldbearbeitung, würde ich mal annehmen. Wir schauen sie uns auch noch mal von hinten an. Da erkennt man den Adler auch noch ganz schön. Und man muss natürlich sagen, dass diese Siedlungsflächen immer ein bisschen schwierig sind, was die Suche angeht, weil da einfach sehr, sehr viel Müll drauf liegt. Und jetzt auch mit dem doch immer höher werdenden Bewuchs ist es da nicht unbedingt immer einfach, da an alle Stellen ranzukommen. Von daher kann man da keine Bahn mehr laufen, sondern man versucht dann einfach nur noch da, wo man suchen kann, geht man suchen. Ja, aber auf jeden Fall die erste Münze, sehr schön, und wir machen weiter mit den nächsten Funden. 88er Signal. Meine Güte. Das gibt's ja gar nicht. Hat sich versteckt vor mir. Okay. Oha, was ist das denn? Sieht aus wie ein großes Rohr. Mal gucken. Ah, was ist denn das? Ach, okay. Mit so einem Griff dran. Aber auch irgendwas Modernes. Irgendwas zum Auf- und Zudrehen vielleicht. Ein Schraubenschlüssel ist es nicht. Nee. Tja, weiß ich auch nicht. Witziges Teil zumindest, aber nicht sonderlich alt. Ja, hier haben wir noch mal einen ganz interessanten Fund gemacht. Ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, aber interessant einfach aufgrund des Fundplatzes. Wir haben hier beim Anlegen des Planums damals schon gesehen, dass hier eine Müllgrube im Boden ist, die auch Brandspuren aufgewiesen hat. Und ich habe jetzt hier einen Wehrmachtsknopf gefunden, der auch so ein bisschen Brandspuren zeigt. Ist natürlich ganz interessant, weil es natürlich sein kann, dass am Ende des Zweiten Weltkrieges, als die Alliierten dann hier einmarschiert sind, die Wehrmachtssoldaten vielleicht ihre Uniform verbrannt haben und dadurch der Knopf hier mit in diese Müllhalde gelangt ist. Also ganz, ganz interessant. Den schauen wir uns gleich auch noch mal im Studio an. Da haben wir Ihnen den Knopf der deutschen Wehrmacht oder einer Wehrmachtssoldatin
Uniform. Und meine These, wie gesagt, ist dazu, weil es wirklich aus dieser Brandgrube kam, dass am Ende des Zweiten Weltkriegs jemand da seine Uniform möglicherweise verbrannt hat, um zu verschleiern, dass er in der deutschen Wehrmacht war, um den Briten vielleicht jetzt nicht in die Hände zu fallen, oder noch in Gefangenschaft zu geraten oder ähnliches. Also das ist meine starke Vermutung zu diesem Fund. Wir schauen mal eben drauf, so charakteristisch für diesen Knopf ist eigentlich diese leichte Punktierung. Der ist allerdings jetzt natürlich nicht mehr in so einem tollen Zustand. Ich hoffe, ihr könnt es noch erkennen. Aber es könnte auf jeden Fall, wie gesagt, eine spannende Geschichte dahinter stecken. Von daher, doch, habe ich den mal mit reingenommen. Ein ganz interessanter Fund. Und wir machen weiter mit der nächsten Münze. Ja, warten wir mal kurz, bis der LKW vorbeigefahren ist. Ja, wir haben den nächsten Münzfund hier. Ein kleiner Scherf aus der Stadt Hamburg. Leider nicht mehr in einem guten Zustand. Ja, schwierig zu sagen. Ich denke mal so 17. Jahrhundert wahrscheinlich. 16. bis 17. Jahrhundert wird er sein. Mal gucken, ob wir da noch was rausholen können. Dann gucken wir uns den gleich nochmal im Studio an. Ansonsten machen wir dann weiter schon mit dem nächsten Fund. Ja, da haben wir den nächsten Münzfund schon stehen. Ein Scherf aus der Stadt Hamburg. Ich meine, dass er so 16. bis 17. Jahrhundert sein müsste. Ist nicht mehr in so einem tollen Zustand, an dem Rand schon sehr zerfressen und in der Mitte auch so ein bisschen verbacken. So ganz leicht erkennt man die Türme hier noch, die die Stadt da darstellen sollen. Keine schlechte Münze, aber es gibt natürlich auch schönere Schärfmünzen. Von daher schauen wir nur mal schnell auf die Vorderseite drauf und dann machen wir weiter mit den nächsten Funden. Ja, das Blöde an Schärfmünzen ist, dass sie meistens mit einem 55er Leitwert oder so in den Dreh reinkommen und dann natürlich auch sehr viel Müll in diesem Leitwert immer kommt. So ja, irgendwelche Metallschnipsel. Und mal gucken, hier haben wir das nächste 55er Signal. Ja, ich glaube, ich sehe es schon. Das ist nämlich wieder irgendein Aluminiumscheiß. Aluminiumfolie. Ja, es ist wirklich harte Arbeit hier dann die guten Funde rauszubekommen zwischen diesem ganzen Müll hier. Schönes 76er Signal. Recht oberflächlich. Ja, ein bisschen graben müssen wir trotzdem. Ich hoffe, das ist nicht wieder großer Müll. Ja, ich hätte es nicht sagen sollen. Scheiße, großes Stück Blei. Oh, bitte lass es kein Knopf sein. Es ist kein Knopf, es ist eine große Münze. Eine große Kupfermünze, aber ich glaube, sie ist leider platt. Ah, scheiße. Ne, man erkennt nichts mehr drauf, Mist. Ah, waren vielleicht mal 2 Pfennig Scheidemünze oder sowas in der Art. Relativ groß. Naja, ich glaube, da kann man auch nichts mehr drauf erkennen. Aber nächste Münze. 75er Signal nochmal. Wenn wir Pech haben, ist hier gleich vorbei, denn ich glaube, es zieht ein Gewitter auf. Ja, wir haben es draußen. Na, komm her, Pinpointer. So, wollen wir schauen. Vielleicht haben wir ja noch mal Glück. Ah, das ist ein kleiner Knopf, ein Sternknopf. Hier haben wir die nächste kleine Münze. Das ist wieder ein kleiner Scherf, wieder sehr zusammengebogen. Ich glaube, es ist eine Hohlprägung. Man kann es aber nicht mehr so hundertprozentig erkennen. Aber immerhin die nächste Münze. Ja, da stehen sie, die beiden letzten Münzen für dieses Video. Einmal die große Kupfermünze. Ich habe sie jetzt einfach nochmal mit reingenommen. Man erkennt allerdings nichts mehr drauf. Aber wenn ihr da mal schaut, der Größenvergleich zu diesem kleinen Scherf ist schon enorm. Ja, und der Scherf ist leider auch sehr gefaltet. Es ist eine Hohlprägung. Von daher gehe ich mal davon aus, dass sie vor 1555 geprägt ist.
aber man erkennt auch nur noch so ganz leicht den Löwen drauf. Ja, und dann war es leider tatsächlich so, dass das Gewitter kam. Es fing an zu blitzen, der Wind frischte auf und es fing dann auch an zu regnen. Von daher haben wir schnell zusammengepackt. Aber ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen, auch wenn jetzt nicht so viel an Funden rumkam. Dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Hier verlinke ich euch nochmal 2 weitere Videos. Wenn ihr sie noch nicht kennt, schaut gerne rein und lasst auf jeden Fall auch ein Abo da bei Sondel die Waldfee. Würde ich mich sehr darüber freuen, dass wir die 10.000 Abonnenten immer schaffen. Und ich sage danke fürs Ansehen. Auf jeden Fall Grüße nochmal an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Und da kann ich euch schon mal verraten, da gab es wieder einen richtig, richtig guten Fund.